Ein Cupra Ateca, ja, das ist das Statussymbol für alle, die gerne ein hübsches Auto haben möchten mit 300 PS, allem, was es so an Fahrerassistenzsystemen gibt auf dem Markt, mit einem Drehmoment, was dir die Augen und Ohren weghaut, ja, und einem 7-Gang DSG-Getriebe, ja, und das Ganze auch noch Allrad getrieben. Hier vorne steht es 300 PS, 0 auf 100 in 5,2 Sekunden und kann man auch fahren mit 7 Liter, sogar noch mit drunter. Also wenn man nur auf der Autobahn fährt. Hier ist Michael Scher, grüß dich. Hallo Sven. Ja, und hier ist Marc Zirol, grüß dich Marc. Hallo Sven, grüß dich, servus. Ja, das ist einer deiner Schätzchen. Du bist Cupra-Vertragshändler. Ich zeig's mal gerade hier vorne, wir haben uns mal in die Cupra-Ecke gestellt. Hier vorne steht es auch nochmal und du hast eine riesige Cupra Lounge hier drinnen, die zeige ich auch mal gerade. Da stehen die Schätzchen drin. Du bist in Saarlouis. Ja, wir sind in Saarlouis, in der Fasanenallee 48 und haben einen Standort in Saarwellingen in der Karl-Friedrich-Gauß-Straße 2. So, das ist jetzt, ich sag mal so, Maximalausstattung, die hier steht, aber ich sag mal, bei dem Angebot bei 2,99 ist fast alles dabei, auch die großen Felgen in einer etwas anderen Form. Etwas andere Form in Silber, 19 Zoll Alus. Also genauso wie hier, das sind auch 19 Zöller. Das sind auch 19 Zoll, ja. Da gibt es noch so Kleinigkeiten. Man kann auf Wunsch auch noch eine Brembo-Bremsanlage haben und so, aber wir reden jetzt von einem voll ausgestatteten, normalen Fahrzeug, was hier mit dabei ist und der hat serienmäßig unglaublich viel, zum Beispiel. Beginnt mit den 19 Zoll Leichtmetallfelgen, Klimaautomatik, Navigationssystem, adaptives Fahrwerk, Freisprecheinrichtung, Einparkhilfe vorne und hinten, Parklenkassistent, Außenspiegel elektrisch verstellbar, beheizbar, anklappbar, virtuelles Cockpit, Voll-LED-Scheinwerfer, Rückfahrkamera, Notbremssystem und. Also voll. Man muss sagen, die 4 Türen sind auch dabei bei dem Angebot. Die sind natürlich auch dabei, ja. Die gibt es ja nur mit 4 Türen, ne? Die gibt es nur als 4-Türer, auch die Dachreling immer schon drin. Ja, Marc, du hast Kinder. Wie viele Kinder hast du? 1. 3. 3, super. Wenn du mal kurz hinten aufmachst, wir gucken mal rein. Das ist nämlich, ich sag mal so, wenn man Family hat, ja, dann und hier so ein Auto mitnimmt mit 300 Pferden, kann ich denn vom Altenheim oder vor der Kindertagesstätte damit vorfahren? Ist der laut? Ich kann damit vorfahren. Ich kann ja vorher schon das System verstellen, dass er ein bisschen leiser ist. Okay, das kann man einstellen. Das kann man einstellen mit dem Klappenauspuff. Okay, bei dem Preis ist da dieses wunderschöne Riesendisplay dabei. Das ist schon drin, das virtuelle Cockpit. Hat auch das 8 Zoll Navigationssystem drin, ja. Hat auch Alcantara-Sitze. Hier ist jetzt noch gegen einen kleinen Aufpreis von ein paar Euro noch zusätzliche Schalensitze. Okay, das kann man haben, wenn man das möchte, aber wir reden ja hier vom ganz normalen, ich sag mal, Fahrzeug, der schon voll ist und Lederlenkrad dabei. Das abgeflachte Lenkrad ist auch immer schon drin für die 299. Ja. DAB Plus Radio? DAB Plus. Nee, Entschuldigung, DAB Plus ist extra für 3 Euro im Monat. Für 3 Euro Aufpreis, also wenn man das haben möchte. Hier unten ist so ein kleiner Schalthebel, da kann ich die Fahrmodi einstellen. Ist das im Preis mit drin? Das ist mit dabei. Das ist Komfort, Sport, Cupra individuell, Offroad, Snow. Für das adaptive Fahrwerk zu verstellen, was immer schon drin ist. Klappenauspuff, Lenkverhalten, Gasannahme, Schaltzeitpunkt. Mhm. So, jetzt hat das Fahrzeug Mietdauer, Leasingdauer sind 24 Monate. Wie sind denn die Serviceintervalle? Serviceintervalle sind 30.000 Kilometer oder alle 2 Jahre. Es kann in der Leasingzeitraum zu einem Ölwechsel kommen. Das kommt aber auf die Fahrverhaltensweise des Kunden an. Das heißt, wenn ich unter 20.000 Kilometer fahre, muss ich danach nicht die Inspektion, die 30.000er machen, wenn ich ihn hier mit 19.900 Kilometer abstelle? Das ist halt genau die Grenze, wo wir dann im 2. Jahr sind. Und dann kommt es darauf an, ob man das Fahrzeug übernimmt. Okay, das ist so. Das heißt, ich kann das Auto übernehmen? Ja, also das Auto ist zu übernehmen. Der Kunde entscheidet nach der Leasinglaufzeit, was mit dem Fahrzeug passiert. Ob er ihn weiterfahren möchte, sprich Anschlussfinanzierung oder Anschlussleasen, oder ob er ihn ablösen möchte und behalten möchte, das heißt die Restkaufsumme bezahlen möchte, oder er gibt uns das Auto zurück und wir verkaufen ihn dann. Ist das Kilometerleasing? Muss ich Angst haben um den Restwert? Nein, es ist kein Kilometerleasing, sprich kein Restwertleasing, sodass der Kunde haftet, sondern wir gucken uns natürlich hier das Auto noch mal genau an bei Abgabe des Fahrzeugs und begutachten die Schäden. Hier gibt es auch einen Schadenskatalog, den du ja schon kennst. Für uns. So, den wird der Michael mal ganz kurz holen und ich mache mit dem Marc mal weiter. Schadenskatalog ist ganz wichtig, denn viele Leute sagen, ich gebe das Auto zurück und dann macht der Marc Zirol sich mal so richtig schön die Taschen voll, indem jeder Kratzerchen, alles wird extra berechnet. Nee, da gibt es genaue Vorgaben. Genau, also es gibt Vorgaben, die in diesem Katalog auch sehr schön aufgelistet sind. Den kann man sich auch online runterladen als PDF.
und danach wird dann quasi auch diese Geschichte bewertet. Und wichtig ist halt, dass wir die Bewertung machen, sprich wir sind der Vertragspartner mit dem Kunden vor der Leasing und können dann uns die Schäden mit dem Kunden zusammen angucken. Also das ist jetzt nicht so, dass ich das Fahrzeug, wenn ich mich dran gewöhnt habe, unbedingt wieder abgeben muss, sondern ihr könnt euch anschließend darüber unterhalten, was passiert mit dem Auto. Ihr könnt aber auch nach 2 Jahren ein anderes Leasingangebot machen. Genau so ist es. Oder ein neues Modell, vielleicht kommt da, also bis dahin haben wir noch weitere Modelle, vielleicht möchte der Kunde dann ein anderes Modell fahren. Elektroauto, Hybrid, egal was er will. Ich meine, 2 Jahre warten in der heutigen Zeit, das macht Sinn, denn es ist so viel im Wandel. Und mal 2 Jahre lang so richtig schön 300 PS mal fahren und abgehen, das macht Spaß. Sag mal, jetzt ist das ein 300 PS Auto. Werden viele kommen und sagen, naja, der ist ja bestimmt ganz schön teuer in der Versicherung. Nee, versicherungstechnisch ist dieses Auto nicht mal in der Polo-Klasse, wenn man so in dieser Klasse redet, weil es kommt auf die Unfallhäufigkeit an. Dieses Fahrzeug gibt es jetzt knapp über ein Jahr und er hat in der Unfallstatistik ist der sehr weit unten und hat daher eine ganz niedrige Schadensquote. Ja, das ist ganz wichtig, denn viele sagen, naja, habe ich eine niedrige Leasingrate und zahle dann bei der Versicherung alles drauf? Nee, das ist nicht der Fall. Nein, das ist nicht der Fall und wir können natürlich auch hier nochmal individuelle Angebote für die Versicherung machen, die dann auch dementsprechend kostengünstig sind. So, jetzt haben wir das Büchlein. Das ist nämlich ganz, ganz wichtig, denn wenn man so ein Fahrzeug liest und gibt es dann zurück, Michael, wenn du mal so lieb bist, das mal ganz langsam mal vorne drauf. Kann ich dieses Büchlein bei euch mitnehmen? Also wenn ich das mal studieren will. Ja, also wenn das Fahrzeug bestellt wurde, kommt mit dem Leasingvertrag für jeden Kunden so ein Büchelchen. Möchte der Kunde das schon vorher haben, sprich bei Angebotsabgabe, können wir es ihm liebend gerne per PDF runterladen bzw. ihm den Link geben, auf dem es dann zu sehen ist. So, jetzt sieht man so die ersten Sachen, es ist genau definiert, das heißt, gebe ich es zurück, dann gibt es akzeptierte und nicht akzeptierte Dinge. Wenn du mal gerade so lieb bist, mal aufschlägst. Zum Beispiel Reifentiefe, ganz wichtiges Thema. Wenn die Reifen zurückkommen, was ist da nicht mehr akzeptiert? Dann ist die Reifenprofiltiefe unter 2 mm. Die wird nicht akzeptiert. Dann müssen die Reifen neu gemacht werden. Sprich, wenn der Kunde wirklich die 20.000 mit so einem Auto voll fährt, dann kann es schon sein, dass die vorderen Reifen an der Abfahrgrenze nachher sind, ne? Weil er hat nun mal 300 PS. Der Vierradantrieb, ist der gleichmäßig immer über alle Räder oder ist der zum Beispiel vorne, hinten, geht das vollautomatisch? Wie funktioniert das? Genau, der ist vollautomatisch und der nimmt sich den, wo er den braucht, dass er keinen Schlupf hat. Und das Fantastischste an diesem Allradantrieb ist, dass er eine mechanische Sperrdifferential hat. Das heißt, das Auto hat nicht wie die Elektrik Angst, sondern der beißt einfach. Und das merkt man, wenn man dieses Auto fährt. Okay, weil es heißt ja immer Leistung und Fronttriebler, das funktioniert nicht, aber hier, der bringt die richtig schön auf die Strecke. Hier sieht man es, Kratzer ist das große Thema. Jetzt haben wir hier eine Delle zum Beispiel drin, da gibt es kleine Dellen, das ist okay. Das ist okay, die dürfen unter 20 mm sein und ich glaube 2 pro Bauteil. Noch ergänzend zu unserem Schadenskatalog, wir haben das inzwischen so weit sogar verbessert, dass wir zum ersten das Heft haben. Zum Zweiten können wir dem Kunden nach Vertragsschluss einen Link schicken. Der Kunde kann das alles auswählen, er kann anklicken, das Bauteil und da kommen sofort Beispiele, also nochmals verbessert. Ich muss fairerweise sagen, man kann unglaublich viel per Smart Repair machen. Das heißt, so wie die Delle reinkam, so kann man die wieder rausholen, ohne dass man irgendwas sieht. Ja, es gibt also auch, wir berücksichtigen wieder, dass das Auto ja 2 Jahre alt ist. Also es gibt dann immer auch wieder einen kleinen Abzug, dass man natürlich jetzt nicht die 100% zahlen muss von der Lackierung. Und hier ganz wichtig, Sven, was du eben schon angesprochen hast und ich nochmal bestätigt habe, wir sind der Vertragspartner, das heißt, der Kunde kommt zu uns und geht das Ganze, die Schäden mit uns durch und dann können wir auch vieles per Smart Repair beheben. Genau, so ist es. Bleibt mal eins mal weiter. Da vorne sieht man jetzt zum Beispiel Schrammen, die dran sind. Entsprechende Deformation, hier sieht man auf der rechten Seite ist es richtig eingedrückt, das geht natürlich nicht. Aber hier so 3 Dellen in einem Karosserieteil, das wäre jetzt auch nicht akzeptabel, aber ich sag mal... Bei 3 wird es schon berechnet, also bei 2 ist noch okay, bei 3 dann wird es berechnet. Okay, das kann man auch verstehen, weil dann ist... Okay. So, weiter. Also es gibt zum Beispiel jetzt auch hier Lackabrieb, was man ja meistens auch schon wegkriegt mit der Poliermaschine, sage ich jetzt mal, das ist genau definiert. Lackschäden am Stoßfänger, was sind Beschädigungen und Brüche, aber das sind alles Dinge, wo man wirklich sagt, klar, wenn ich da jetzt einen riesen Riss in der Scheibe habe, das geht natürlich nicht, aber wenn da jetzt ein kleiner Steinschlag drin ist, das wird akzeptiert. Die werden akzeptiert, ansonsten schauen wir uns 4 Wochen vor Leasingende ja nochmals das Auto an mit dem Kunden vorher, um dann zu schauen, ob man vielleicht ja die Scheibe, wenn da jetzt ein Riss drin ist, dass man das noch über die Teilkasko abwickeln kann. Ja, ihr seid ja auch kein neuer Händler, muss man dazu sagen. Ihr habt Zehntausende von Kunden. Ihr macht das Ganze schon sehr, sehr lange. Ihr habt unglaublich Interesse daran, dass dem Kunden gut geht.
Wir haben natürlich Interesse daran, dass es dem Kunden gut geht. Wir wollen dem Kunden nicht ein Auto verkaufen, sondern die nächsten Jahre vielleicht 2 oder 3. Dafür müssen wir aber einen guten Job beim ersten natürlich machen. So oder 4 oder 5. Also ich als Chef sage sogar 4 oder 5. Ne? Ja, ihr habt unglaublich viele Wechsler, muss man fairerweise da sagen. Die kommen nicht nur vom VAG-Konzern, sondern es gibt ganz, ganz viele Kunden, die sagen sich, es muss nicht mehr, ich sag mal, der riesengroße Sportwagen sein, sondern es darf auch so ein Understatement-Auto sein, wie hier so ein Ateca. Ja, was wir bei diesem Modell gemerkt haben, als wir den auf den Markt eingeführt haben, dass wir wirklich Kunden bekommen von Premium-Marken, ob die aus München oder Stuttgart sind, spielt keine Rolle. Auch die konnten wir für diese Marke begeistern und haben die abgeworben und fahren jetzt Cupra. Ja, wir kommen auf das Thema Fahrspaß, so die subjektiven Faktoren, wenn du mal kurz hinten aufmachst. Wir reden ja hier von einem richtigen Family-SUV, der aber nicht so schwer ist wie die großen SUVs, sondern klein und handlich, ansonsten käme er nicht auf diese Spritverbräuche. Und der eigentlich, ich sag mal, wenn da jetzt nicht gerade Cupra Ateca drauf wäre, ein richtiger, ich sag mal, ein ganz normaler Family-Van wäre, oder? Genau, also darauf spielen wir mit diesem Fahrzeug auch ab, durch diese Klappenauspuffanlage und das normale Fahrverhalten, das wir über den Modus einstellen können, haben wir ein alltagstaugliches Auto. Ob ich das Kind in den Kindergarten fahre oder in die Schule, wenn ich dann sportlich fahren möchte, dann stelle ich den Modus um und habe wirklich Sportwagen. Und dieser Sportwagen, das Feeling geht dann auf mehrere Punkte, nicht nur auf die Leistung des Fahrzeugs, sondern das Fahrverhalten, das Fahrwerk, die Lenkung und das Bremsverhalten ändern sich bei Umstellen der Modis. Ja, du selbst, du fährst gerne schnell, auch in der Vergangenheit muss man dazu sagen. Du kannst Auto fahren, ist das ein tolles Auto? Also das behaupten viele, wo mit mir fahren auch, es ist ein schnelles Auto. Da ich jahrelang Motorsport betrieben habe, macht dieses Auto halt richtig Spaß. Und eben habe ich anfangs schon gesagt, es ist besser wie jeder Schalter. Ich habe früher immer gesagt, ich möchte auf gar keinen Fall Automatik und heute ist es umgekehrt. Ich kann mit dem hier wirklich so sportlich und klasse fahren, das macht richtig Feeling. So, der hat auch ein tolles optisches Erscheinungsbild, muss man sagen. Also er macht einen sehr schlanken Fuß. Es ist kein Seat, muss man sagen. Es ist eine eigene Marke. Genau, also das ist die neue Marke Cupra, die es jetzt seit einem Jahr auf dem Markt gibt. Und hier präsentieren wir halt ganz andere Qualitätsstandards und Markenwerte, als es nochmal bei Seat ist. Wobei Seat auch schon sehr sportlich ist. Ja, ganz, ganz hochwertig. Die Verarbeitung natürlich VAG-like, muss man sagen. Das hier ist schon Premium pur, oder? Das ist bei uns Premium pur, mit dem Tarraco aktuell unser bestes Auto. Ja, absolut. Ja, wenn ich das jetzt sehe und sage so 300 PS, kann ich den denn auch fahren, wenn ich jetzt ganz normal fahre? Muss ich auf irgendwas achten? Muss ich eine Rennsportausbildung haben? Nee, die braucht man nicht. Dafür gibt es so viele Assistenzsysteme, dass man auch ohne solche Erfahrungen oder Ausbildungen wunderbar mit so einem Auto klar käme. Nochmal, die Differentialsperre ist Mechanik, das heißt Vorwärtstrieb ist immer. Trotzdem, wenn es in die Kurve geht, hilft das Auto mit, dass man die Kurve auch noch bekommt. Ja, wir kommen mal auf das Thema Einparkhilfe zu sprechen. Was ist denn hier bei den 2,99 für eine Einparkhilfe üblicherweise dabei? Die Einparkhilfe vorne piepst er, hinten piepst er, die Rückfahrkamera und er kann auch noch selber einparken. Gut, jetzt gibt es hier eine Frontkamera. Ist die entsprechend aufpreisverpflichtend oder was habe ich da gesehen? Das ist so eine kleine Kamera? Ja, es gibt noch für 6 € im Monat gibt es noch Weitwinkelkameras, die sind dann im Außenspiegel vorne und eine hinten und da kann ich mir das Auto wie auf dem Computerspiel von oben anzeigen lassen. Okay, das geht also auch so eine Art Vogelperspektive, wo ich das von oben sehe. Also genau. Wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt nicht so sicher bin beim Einparken, da kann ich mit dem System nicht mehr viel falsch machen, oder? Nee, also da kann man erstens nicht viel falsch machen. Er parkt ja auch selbst ein. Er parkt selbst ein, man muss die Parklücke wählen, ob quer oder schräg. Und dann kann er auch selbst einparken. Und das Geniale an unserer Kamera am Heckbereich ist, dass die eine Wischwaschdüse hat. Sprich, die meisten sagen... Ja, das habe ich letztes Mal gesehen. Da sind wir mit einem Auto gefahren aus einer großen deutschen Stadt und man konnte nie was erkennen, weil er war nämlich immer dreckig. Und viele Kunden sagen, die Kamera brauche ich nicht, weil da sieht man eh nichts. Aber wir haben hier eine Wischwaschdüse. Und wenn der Heckwischer betätigt wird bei eingelegtem Rückwärtsgang, dann betätigt man hier die Waschdüse und per Hochdruck wird die Kamera sauber gespritzt und man sieht wieder rückwärts. So, wenn du mal so lieb bist, den mal anwirfst, das Fahrzeug, dass wir mal ein bisschen was sehen und vorne mal die Motorhaube aufmachst, dass wir einfach mal sehen, wie kultiviert das Ganze... Oh, krass! Warte mal kurz. Das ist der Sound? Ja, der wird noch ein bisschen besser. Ich habe jetzt erst die Klappe umgestellt, das dauert dann einen kleinen Moment. Ich glaube, wenn man den
Motor geguckt haben, dann wird er noch besser und dann zeige ich ihn. Aber wenn wir gerade hier hinten sind, wir sagen familientauglich, alltagstauglich und die meisten dieser Fahrzeugklassen können dann keinen Anhänger zum Beispiel ziehen. Wir können das. Wir haben hier eine elektrische Anhängerkupplung. Augenblick. Zeig das mal gerade. Zack, Achso, die kommt automatisch raus. Und dann kommt die automatisch raus. Und hier haben wir dann auch den 13-polischen Stecker schon drin. Gut, Und cool. für Leute, die Wohnwagen fahren, was neueste Standard ist, hier die Fanghakensicherung für Wohnwagenfahrten in Holland und Belgien. Ja, das ist nämlich dort vorgeschrieben. Ich habe das schon gesehen, das ist dieser ganz kleine Durch. Ja, hier. Warte mal, nochmal kurz zeigst. Genau, da Hier. vorne ist es. Genau. Der ist nämlich vorgeschrieben und der muss sogar nachgerüstet werden, muss man sagen. Also bei älteren Modellen. Ist hier mit drin. Und hier vorne ist der Schalter. Ich zeige es mal gerade. Also bei 2,99 ist nicht dabei. Euro Aufpreis ungefähr. Die liegt dann bei 8 Euro im 8 Monat. Euro Ja. kostet der Anhängerkupplung. Ja. Wenn man das dann braucht, die Leute, die es sehen, die wissen das. Es macht Sinn, dass man da von vornherein das bestellt, weil eine Nachrüstung ist immer in der Form nicht möglich, oder? Eine Nachrüstung ist zum ersten kostspieliger, wie wenn ich das mitbestelle. Und schon extrem aufwendig dann. Ja, genau. Der geht ja hier auf Knopfdruck raus und so weiter. Das ist alles nicht so easy. Ja, wir machen mal vorne auf. Wir gucken uns das Motörchen mal an, während es warm läuft. Denn die Leute, die sagen immer, wenn wir nämlich so kleine, ich sag mal, Tests mit dem Auspuff machen und der Motor ist nicht warm gelaufen, da gibt es immer böse Kommentare und wir lassen ihn mal richtig schön warm laufen. Genau so ist es. Also TSI. kurz warm laufen lassen und dann können wir auch den Sound mal testen. Ja, TSI, wie du schon sagtest, aus dem Volkswagen-Konzern, der Motor vom Golf R. Und wie wir hier sehen, egal wo man hier drauf guckt, sind überall VW-Logos. Wenn man selbst allein hier beim Luftfilter schon guckt, auch hier sind dann schon die Logos dementsprechend verbaut. Ich gucke mal gerade, wo man noch besser was sieht von VW. Kleinen Moment. Aber ich nehme dir ab, dass er aus dem alles VW-Konzern ist. VW-Konzern, Also ja. wichtig die ist Leute, ja, die sich auskennen, die sehen ja, allein der Behälter und so ist alles VW-like. Ne? also es geht ja darum, dass man jetzt nicht sagt, hey, ich würde kein VW kaufen, sondern es geht darum, wenn ein Fahrzeug so oft gebaut wird und die Plattform wird ja von mehreren Marken im VW-Konzern verwendet, dann habe ich natürlich unglaublich viel mehr Möglichkeiten, das Auto zu testen. Ich kann die Kosten der Entwicklung auf mehrere Marken abwälzen. Genau, erstens die Kosten der Entwicklung, das für den Hersteller natürlich wichtig ist, sowohl aber auch für uns und auch für die Kunden die Qualität. Die Qualität wird natürlich wesentlich besser und das ist eigentlich das, was man damit ansprechen wolle. Wir haben hier wirklich VW-Qualität drin. Ja, man muss sagen, also oft wird der Wagen gewählt von Leuten, die ein ganz sportliches Design haben möchten. Das haben sie drauf, die Spanier? Das haben wir definitiv drauf, ja. Ja, er wirkt also ganz anders. Ja, Leute, die dann sagen, naja gut, der Werterhalt von dem Autos, VW ist da besser, Volkswagen zum Beispiel, ist das ungefähr gleich? Das hören wir öfter. Seat ist jetzt die letzten 7 oder 8 Jahre war Seat die am größten wachsende Marke in Deutschland. Die Gebrauchtwagen, es gibt nicht so viele, aber die Autos, die sind so gefragt, dass manches Mal der Gebrauchtwagenwert besser ist. Und ja, hier, man muss dazu sagen, wir haben 50 Autos verkauft letzte Woche, Gebrauchtwagen. Ja. Wir haben einen Aufruf gemacht, die werden die aus den Händen gerissen. Ja, die werden wir aus den Händen gerissen. Und ja, vielleicht jetzt auch der Cupra. Der Michael hat es schon angesprochen. Also ich lehne mich noch ein Stückchen weiter aus dem Fenster. Das hier wird einen Werterhalt haben, der seinesgleichen Moment sucht, weil die Marke gibt es erst seit einem Jahr. Sprich, wenn der Kunde heute ein 2 Jahre Leasing bei uns abschließt, ist das Fahrzeug nach Leasingende 3 Jahre. Ein gefragtes Auto. Ein gefragtes Auto, das es auf dem Markt eigentlich als Gebrauchter wirklich ja noch nicht gibt. Und wie beziffert man Gebrauchter? Das ist ja gerade mal guter Dienstwagen. Ja, dass er jetzt gerade auf den Markt kam, muss man fairerweise sagen. Ja, ja, die 1% Versteuerung, das ist ja das große Thema bei Dienstwagen. Ja. Wir haben hier einen sehr niedrigen UVP für die Leistung. Erstens sehr niedrige UVP, sprich der Mitarbeiter muss schon sehr wenig versteuern. Und über diese Leasingrate freut sich natürlich auch noch der Chef, denn der hat ja noch nicht einmal die 1% versteuert. So ist es, ja. Da ist er. Also alles in allem 299 €, ein paar Extras kosten mehr. Und ich habe es euch eben versprochen, wir lassen mal ganz kleines bisschen mal den Auspuff sprechen, dass wir das mal haben, dass wir mal den Sound mal sehen für alle Fans. Ich habe natürlich hier Marc, es kommt nicht ganz so rüber. Man muss dazu sagen, die Abgasrichtlinien sind so, dass während der Fahrt darf er lauter werden. Genau, erstens während der Fahrt darf er lauter werden und wie man hier hört, der geht schon ganz früh in eine Abregeldrehzahl. Das ist nicht die Enddrehzahl, sondern hier wird einfach auf die Motor geachtet, dass der nicht überdreht wird im Stand.
Das heißt, hier wird er leider Gottes elektrisch abgeregelt. Ist auch gut so, denke ich, weil man kann gerade im Motor, wenn er nicht jetzt 100% warm ist und so, man kann da viel kaputt machen, aber es sind viele Dinge drin, die könnt ihr natürlich rausholen, wenn ihr den testet, Abgas-Testwerte macht und so, da seid ihr im Service-Modus, dann dreht er auch höher, oder? Ja, natürlich, dann dreht er höher und wir sind ja auch schon zusammengefahren und haben das getestet, da war er auch gut Stück lauter. Ne? So, hier vorne ist das Cockpit, das sind keine analogen Instrumente mehr, sondern hier habe ich ein Display vorne drin. Ja, ich schalte da das Display mal um, der Michael geht auf die andere Seite und dann zeigen wir, was das Display alles kann. So wie du es jetzt siehst, ist es so das Standard-Display wie in jedem Auto. Wir haben runde Zifferblätter, wir haben rechts die Geschwindigkeit, links der Drehzahlmesser und wenn er das umstellt, dann haben wir hier das Gesamttaro, er war jetzt etwas schnell, das Gesamttaro war dann, dass wir auch dort können das Navigationssystem anzeigen lassen. Jetzt hat er weitergeschaltet auf die Drehzahl, das heißt, jetzt sind wir eigentlich wirklich in dem Rennsportmodus. Er hat nur noch die Drehzahl, die er hauptsächlich vorruft und in der Mitte die digitale Geschwindigkeitsanzeige. Michael, schalt mal bitte eins weiter. Noch eins. Hier sind wir jetzt in dem Modus, hier können wir, wenn das Navigationssystem gestartet ist, das Navigationssystem uns anzeigen lassen. Jetzt sieht man es schön. Hier zeigt er das gesamte Navigationssystem. Ach so, vorne? Ja, genau, vorne. Achso, ich hab ganz unten natürlich noch die Kilometeranzeige. Da ist unten immer noch die Kilometeranzeige, die Stundenkilometeranzeige, die Ganganzeige. Das zeigt er alles noch an, genau. So, wenn das hier leicht flackert, hier flackert gar nichts, das liegt an meiner Kamera. Ja, das ist absolut gigantisch, das Display. Und es macht auch einen Höllenspaß. Ich kann auch Mobiltelefone mit koppeln, kann über Bluetooth Musik hören, kann also wirklich alles machen, das ist Standard. Sag mal, das Fahrzeug, wie fühlt sich das an? Ist das wie ein Handschuh? Das Fahrzeug fühlt sich verdammt geil an. Und noch um eins zu ergänzen, ich werde oft gefragt, Herr Scheer, der Auspuff ist ja so laut und ja, er knallt. Also wenn ich fahre und ich fahre auf Cupra, der Auspuff... Wenn ich das will, ich fahre auf Cupra. Wenn ich kann den umstellen, Klappenauspuff, ist er ganz leise. Dann ist er auch leise, ja. Also es ist, wie schon gesagt, es ist ein absolutes Alltagsauto, aber ich kann auch damit auf die Rennstrecke. So, wichtige Frage, steig mal beide aus. Zum Abschluss, wir sprechen hier nicht über ein Tuning-Fahrzeug, was also von externen Leuten irgendwie mit Anbauteilen, fast hätte ich gesagt, verbastelt wird, ja, sondern dieses Auto kommt so ab Werk. Jawohl, so bauen wir den im Werk und der ist serienmäßig so. Das ist ein Serienfahrzeug. Gibt es ein vergleichbares Fahrzeug noch aus dem VW-Konzern, also praktisch der Tiguan? Hat er auch 300 PS? Der Tiguan gibt es als R-Variante, wo er mit Sicherheit mit der Haptik mithalten kann mit uns. Jedoch hat er dort nur 230 PS. Und kostet schon mehr. Wow, jetzt habt ihr euch ja weit aus dem Fenster. Also ich sag mal so, er kostet unter Umständen mehr. Wahrscheinlich kostet er mehr, so können wir es ja mal sagen, bevor ihr hier irgendwann mal ins Gefängnis kommt mit den Aussagen. Ja. So, und jetzt kostet er 299 € inklusive Mehrwertsteuer im Leasing, keine Anzahlung, keine Restzahlung. Muss ich Ölscheich sein, eine Gehaltsabrechnung hier vorbringen, wo drauf steht, ich verdiene 8.000 netto bei der Hüdag. Das wäre sehr schön. Von den Kunden haben wir, glaube ich, in den letzten 10 Jahren 5 Stück gehabt. Nein, das braucht man bei uns nicht. Ein ganz normaler Arbeitnehmer, der ein geregeltes Einkommen hat, einen Festvertrag und schon kann er so Auto fahren. 299 €, Hand aufs Herz. Also ja. Lieferzeit, 5 Jahre. Nein, Lieferzeit 5 bis 6 Monate. Die müssen wir rechnen. Die muss man rechnen. Das Auto wird individuell für den Kunden gebaut? Ja, individuell. Natürlich haben wir in der Vorbestellung ein paar Stück drin. Also so handverlesene Autos kann man dann auch etwas früher bekommen. Aber diese Sonderleasing-Aktion, da ist natürlich der Andrang schon größer. Das heißt, wir reden über April? Verkäufe. Ja, April können wir liefern. April, ja. Mai. So, ja. Das ist das. So, jetzt bei 299 €. Wenn einer kommt und sagt, ich habe aber noch ein Auto, einen Gebrauchtwagen, ja, werdet ihr den anschließend hier raustreten? Wir freuen uns, wenn wir ein Auto zurückbekommen und egal wie alt das ist, wie jung das ist, in welchem Zustand das ist, wir nehmen grundsätzlich jedes Auto zurück. Alles. So, das kann man ruhig sagen. Also ruhig alles mitbringen, was ihr irgendwie habt. Das wird bewertet, fair, muss man dazu sagen. Ihr nehmt so gut wie alle Autos in Zahlung. Wir nehmen alle Autos in Zahlung, sei es von €1 oder auch, was eben schon öfter vorkam bei dem Cupra Ateca, dass wir auch Porsche dann bewertet haben und zurücknehmen mussten. Ja, wenn das mal vorkommt. So ist es ja. Muss man. Sven, ganz wichtig noch dazu zu sagen, gerade mit den 300 €, wir haben Kunden, die bis dato ein Standardfahrzeug gefahren haben und haben mehr bezahlt. Nicht unbedingt von uns, sondern von Mitbewerbern. Aber die kamen dann und haben gesagt, Mensch, im Moment zahle ich ja 350 € und habe noch nicht mal annähernd so viel Auto für das Geld.
Ja, da ist er. Understatement pur, ein Cupra. Man wird viel erklären müssen, wenn man den kauft und den zu Hause abstellt. Denn die Leute werden kommen und sagen, was ist denn das für ein Auto, was ist denn das für ein Logo? So richtig kommuniziert ist Cupra, ich meine, die Cupra-Fans wissen das. Denn es gab von Seat nämlich immer Sondermodelle, die hießen Cupra, bevor es die eigene Marke gab. Aber so der Otto-Normalkunde, der kennt das noch nicht so hundertprozentig, oder? Nein, also es gibt noch den Seat Leon Cupra und der wird nächstes Jahr durch das neue Leon ersetzt und dann nennt sich das Ganze auch Cupra Leon. Aber du hast auch hier wieder mir eine Vorlage gegeben. Ein sehr guter Bekannter von Michael und mir, der im Motorsport tätig ist, hat... Vorname? Vorname? Dürfen wir den sagen? Liebe Grüße an Markus. Markus V. Markus V. weiß dann, wer gemeint ist. Aus L. Aus L. Und Markus hat so ein Fahrzeug seiner Frau gekauft und irgendwann rief er mich an und sagt, Marc, das da geht gar nicht und hat mit mir geschimpft. Da habe ich gedacht, oh, es ist was am Auto. Und dann sagt er, du hast meiner Frau so ein geiles Auto verkauft, ich will auch eins. Und dann hat er auch eins bekommen und dann kam 2 Wochen später die Nachbarin und sagt, wenn meine Nachbarn so ein geiles Auto fahren, dann kriege ich auch eins. Also die haben jetzt in einer Straße da 3 Stück von diesen geilen Teilen stehen. Ja, du bist auch einer der erfolgreichsten Cupra-Händler Deutschlands, muss man sagen. Also auch gerade im Bereich Attika seid ihr unglaublich gut unterwegs gewesen. Wir haben dazu ein Video gedreht, das werden wir auch verlinken. Da ist alles nochmal zum Fahren mit drin. Wir reden von diesem Auto, was wir auch in dem Video damals getestet haben. Genau, in dem damaligen Video haben wir genau die Ausstattung auch getestet, die jetzt hier auch wieder drin ist. Also hier ist keine abgespeckte Version, hier wird keine Ausstattung weggelassen, um diese Rate zu generieren, sondern das ist eine für unsere Kunden exklusive Leasingrate. Ja, was auch noch ganz wichtig ist, ihr seid ein Familienunternehmen, ihr seid kein Riesenkonzern mit annähernd 1 Milliarde Umsatz, sondern ihr seid ein kleiner, feiner Händler. Euch gibt es schon wie lange? Uns gibt es 26 Jahre. Ich bin jetzt im 19. Jahr bei der Marke und seit 7 Jahren Besitzer und Unternehmer mit diesem Autohaus. Ja, das Ganze ist auch fundiert, das heißt, ihr habt 3 Werkstattmeister? Wir haben mittlerweile 4 Meister beschäftigt, da wir ja 2 Standorte haben. Und im Endeffekt, wenn einer der Meister Urlaub hat, ich immer wieder einen weiteren Meister dann vor Ort haben möchte. So ist es denn, Fahrerassistenzsysteme. Es geht um viel Sicherheit. Hier kann man nicht irgendeinen Bastler oder sowas ranlassen. Nee, das ist alles streng vorgegeben von Volkswagen, oder? Ja, also vom Volkswagen-Konzern. Vom Volkswagen-Konzern, also sprich von Seat, wird uns sehr viel vorgegeben. Auch die Lehrgänge für die Mechatroniker und Techniker. Also hier sind die Ausbildungsstände sehr, sehr hoch. Und wir müssen, ob wir wollen oder nicht, wir müssen unser Personal dementsprechend schulen, sonst kommt schon mit dieser Technik nicht mehr klar. So, fast eine halbe Stunde. Also wenn Sie wollen, 299 € inklusive Mehrwertsteuer, etwas über 250 €. Der Marc geht es noch mal kurz holen. 300 Pferde unter der Haube. Hier vorne sind noch mal die Verbrauchswerte. Ich zeige es mal gerade. Und für alle, die es ganz genau haben möchten, da sind die Werte mit drin, aber so um die 7 Liter kann man ihn fahren. Du hast ihn mal so richtig an die Ohren genommen, du hast zu mir gesagt, also wenn man so richtig Gas gibt, da wären es auch mal 9, oder? Ja, noch ein gutes Stück mehr und ich möchte ihn nicht unbedingt mit 7 Litern fahren. Aber okay. Es geht, ich habe im Durchschnitt, wenn ich ihn normal fahre, ich fahre ja nicht immer nur 250, kannst du auch das Ding treten und hast 19 Liter. Darf ich damit nach Stuttgart reinfahren? Ja, natürlich. Auf jeden Fall. Warum vielleicht Stuttgart, für alle, die den Witz nicht kapiert haben? Tja, weil dort eine sehr, sehr hohe Abgasnorm gilt und die erfüllt er und darf natürlich nach Stuttgart fahren. Hat er denn, wenn der kommt, 6D? Ja, 6D Temp. 6D Temp, 6D, warte mal. Ja. Euro 6D Temp und dann noch 3 Buchstaben, ja. Also die allerneueste. Ja, die allerneueste. Das heißt, wenn er kommt, das ist ein neues Auto. Und hier vorne ist es der Blinker auch mit diesem tollen Design. Das wolltest du mir eben noch zeigen. Genau. Das heißt, hier ist er weiß und wenn er umschaltet, ist es gelb. Naja, wer es cool findet. Ich finde es cool, ich hab's halt nicht. Das ist ein Problem. So, dann sag mir mal, wo ihr seid in Deutschland. Ihr seid im Saarland. Also wir sind im schönsten Bundesland Deutschlands, im Saarland und sitzen quasi in der Mitte von Luxemburg und der Hauptstadt von Saarland, Saarbrücken. Ziemlich in der Mitte und das ist Saarlouis. Ja, die heißt auch die heimliche Hauptstadt des Saarlandes, Saarlouis. Genau. Es ist sehr gut zu erreichen. Wir haben einmal die Autobahn A620, das heißt, ihr seid einmal von Luxemburg sehr gut zu erreichen. Ihr habt immer mehr Kunden, muss man sagen, die von weit anreisen. Man kann auch hier übernachten, also wenn man das Auto holen kommt mit allem drum und dran. Kann ich das denn bedenkenlos auch von der Ferne kaufen, das Auto? Ja. Im Grunde genommen ja, Sie kaufen ja auch ein Neufahrzeug. Hier gibt es nichts, was Sie sich angucken müssen, wie ist hier der Verschleiß, wie ist der Zustand des Fahrzeugs. Sie bekommen von mir ein perfektes Fahrzeug.
So ist es. Ja, viel Spaß. Fahrt zu Zyrl nach Saarlouis, ZYRULL. So wird er geschrieben, der mag Zyrl persönlich. Und ja, wenn Sie Lust haben, 299 € Leasingrate, keine Anzahlung, keine Restzahlung, 2 Jahre Laufzeit, 10.000 Kilometer und wenn Sie wünschen, auch mehr Kilometer, die kosten ein bisschen Aufpreis. Darüber, das wollte ich auch nochmal sagen. Tschüss.